Hallo Leute, willkommen zur zweiten Episode Let's Play and Talk Disco Elysium. Ja, in der letzten Folge sind wir aufgewacht, ohne Gedächtnis, mit, Entschuldigung, mein Stuhl, tierischem Kater und ja, jetzt müssen wir herausfinden, warum wir hier sind, was los ist, was passiert ist. Ja. Und dafür müssen wir jetzt nach unten. Dann muck wieder mal. Ich habe jetzt die Musik und die Umgebungslautstärke noch ein bisschen runtergedreht, weil das erschien mir in der ersten Folge ein bisschen zu laut manchmal. Ich hoffe, dass es jetzt so läuft. Niedrige Gesundheit, denn investiere Punkte in Ausdauer. So. So, wir haben hier noch viel ist hier nicht. Erledigt. Wir haben einen anderen Schuh gefunden. Karte. Okay. Was haben wir hier? Hier kommen normalerweise die Liedtexte hin. Okay, Karaoke-Bühne. Ein klobiges altes Karaoke-Mikrofon, das nur darauf wartet, von jemandem zum Singen benutzt zu werden. Der Lautsprecher ist mit Rundfunkgerät verbunden. Hin und wieder überlagert Rauschen die Musik. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Hinter dem Kater ist der kubische Inhalt meiner Seele nicht zu erkennen. Der kubische Inhalt? Nee, meine Seele ist ungeheuer groß. Utterly. And it needs to be heard. Ja. Through a PA system. Ja. By other people. Mhm. Was soll ich singen, wenn es dazu kommt? You should sing the sad small church song from that tape you found. Thought it was obvious. Natürlich, dann bekommen Sie einen echten Zugang zu meiner Seele. Serves them right. Wipe that smirk off their face with your sad, tragic, small church song. Who's laughing now? No one. You would need another copy of the tape first, though. The one upstairs is destroyed. Okay, ich schließe den Gedanken ab. Hier gibt's was. Was ist denn das? Loser Fett. Fehlt. Plus an Gesundheit. Ein Wasserspender. Eine große Blase steigt an die Oberfläche. Die Speisekarte wurde abgewischt, nur das Wort Montag steht drauf. Die gestrige Speisekarte wird in einer femininen Handschrift verfasst. Das erste und bis jetzt einzige Wort von heute wirkt wie von Männerhand geschrieben. Wahrscheinlich der Typ, der hier steht und da mit dem Vogel rummacht. An dem Vogel, nicht mit. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. Everything is cool between you and this guy. He's a big fan. Make some small talk. Ich sehe mir den ausgestopften Vogel an. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it.
Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. Ja, wahrscheinlich. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola, the part of the world you are in right now. Insulindischen. Okay. The small steel tag says as much. The great skua. Ste Koaris skua. Das ist die große Skua, stimmt's? Look, your buddy is over there. Er sieht zu den Türen hinüber, wo ein Mann in einer Fliegerjacke mit dem Fuß auf den Boden tippt. Why don't you go and talk to him, okay? Was meinen Sie mit mein Kumpel? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Sind Sie der Barkeeper? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Oh, Entschuldigung. He's very animated all of a sudden. This seems like a touchy subject. Wo liegt der Unterschied? Sie sehen wie ein Barkeeper aus. Aha. Mm-hmm. No, I'm not the Ja, bartender. Entschuldigung. I'm the cafeteria manager. He's very animated all of a sudden. This seems like a touchy subject. Wo liegt da der Unterschied? I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. I'm only standing in. Wo ist diese Sylvie hin? She just, you know. Er zuckt mit den Schultern. His eyes dart from left to right. This man isn't lying, but he is hiding something. Sie ist nur was? So now you recall. Oh, forget it. Super. Das sanfte Surren einer elektrischen Saftpresse dringt aus der Küche oder da arbeitet jemand. Die Tür ist verriegelt. Auf einem Schild steht Zugang nur für Personal wahrscheinlich. Gelb? Du herrschst einen Blick auf Gewerkschaftsutensilien im Inneren. Ein Streikplakat. Plakat, Mann. Einige, keine Ahnung, Entschuldigung. Auf einem Schild steht Kantine, nur für Gewerkschaftsangehörige. Einlass 16 Uhr. Okay. Dieser Royal Pinball-Automat ist nicht angeschlossen. Hello, sweetie. Lena, Frau des Kryptozoologen. You shouldn't keep your colleague waiting. Mit einem Nicken deutet sie auf den Mann in der orangen Fliegerjacke. Okay. Muck wie dit. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. On the sleeve of his bomber jacket, as well as on its back, are the same enigmatic white rectangles as on your blazer. Ich schüttle ihm die Hand. Ja, natürlich. Hello, I'm Kim Kisoragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Er hat einen festen Händedruck. You realize he's waiting for your name. Konzeptbildung, du denkst dir einen Namen aus. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Noch ist es nicht so weit. Ich weiß nicht, was das heißt, du sagst nichts. Okay then. Er verdaut die Information und ignoriert sie, dann. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied.
Meinen Sie ihn? Mit einem Nicken deutest du auf den Cafeteria-Manager ein, mit dem habe ich gerade geredet. Nein, noch nicht. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is all back, right? Right. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interview? Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Leiche? Mm-hmm. Nein. So, the body is still in the tree. Wahrscheinlich. Bin den nicht jemand anders Where it has been hanging for 7 days straight. über. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Was, wenn ich Ihnen sage, dass ich kein richtiger Polizist bin? Können Sie so sicher sein, dass ich zur Polizei gehöre? Aber ich kann mich an nichts erinnern. Was wollen wir gleich nochmal machen? Aber ich kann mich an nichts erinnern. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. Ja. Währenddessen schweigt er einen Moment zwischen den Worten. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. Wie können Sie so sicher sein, dass ich zur Polizei gehöre? I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the Citizens Militia on your sleeve and on your back. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Okay. Inspectorate General means internal affairs. What he's saying is he's not from the rat squad and isn't supposed to suspect such things. Keine Snitch, nein. Ach, Sie meinen die Truppe. No need for derogatory terms. They're only doing their job. Sie haben von Abzeichen gesprochen. Meinen Sie diese weißen Rechtecke? Ich zeige auf meinem Ärmel. Yes. Aber das sind bloß weiße Rechtecke. They're not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM and a pattern resembling the street grid of Habashul West. Nice. I would ask you to step into the headlights of my motor carriage, but again, it's none of my concern. I just need you to do your job. Aber sollte ich nicht einen Ausweis oder so haben? Ich sehe in meinen Taschen nach. You mean you don't have a badge? Nee, ich hatte keinen bei mir, als ich aufgewacht bin. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I would advise you to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Dann mal los. After you, officer. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Okay. So, ich soll Karaoke singen. Ja, meinen Verlust des Ausweises melden, Cafeteria-Manager befreien und die Leiche des Opfers untersuchen. So, dann gehen wir aber erstmal einmal hier rum, gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Der pennt. Eine Rumflasche wurde umgestoßen. Wundervolle, dunkle Flüssigkeit schwappt aus ihr heraus. An dem Tisch schläft ein Mann, der schlammige Stiefel und einen halb heruntergelassenen Arbeitsanzug trägt. Aus seinem Rücken steht Wild Pines. Der Schriftzug ist Teil eines kreisförmigen Logos mit einem Baum. Ja, logisch. A colorful piece of plastic is dangling from his carabiner. Makes your fingers itch. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine.
Ich inspiziere den Plastikgegenstand an seinem Karabiner. It's a dock worker's ID, doubling as a shift card and a job permit. A young, able-bodied man stares back at you from the photo. Santiago S. John. Okay. Gucken wir das. You fumble the spring-loaded gate of the carabiner, but to no avail. The dangling items refuse to come loose. They just jingle in an ever louder manner. So ein Scheiß. Like fucking sleigh bells. What are you doing? You're gonna get caught. Stop finger-fucking him, officer! I'm responsible for these oafs and their stuff. Even Sleepy there. Was? Nein, habe ich gar nicht. Ich wollte nur schauen, ob es ihm gut geht. Yeah, sure. I don't care. Just don't fingerbang his stuff, okay? Er schnaubt wütend und wendet sich dann wieder seiner Arbeit zu. To be honest, he's correct. Police officers generally don't go around appropriating possession from people. Let's go. It was just an idea. Come on, relax everyone. It didn't turn out well. Doesn't mean it was a bad idea. Or that the man does not mind. You probably need them more than he does. Das wollte ich nicht. Da hat meinen Finger gezuckt. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Okay. Gut. Sonst gewinnt hier nichts. Na denn. Dann schnacken wir wieder mit dem. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Guard, right? Der You Leutnant, run this place. der Leutnant wirft einen Blick in sein kleines Notizbuch. Yes. Erwidert der Knapp. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Als er dich Auern sieht, fällt ihm auf, dass er deinen Namen noch nicht kennt. Was ist golden und orange wie ein Waldbrand, riecht aber nach Schnaps? Are you kidding me? Nein, Mann, helfen Sie mir mal. Was ist golden und orange und riecht nach Schnaps? Ich lasse Kim sprechen, der offenbar etwas zu sagen hat. It's you. It's obviously you. You smell like liquor. And you're orange. What? See? Everyone agrees it's your color scheme. We're on the right track with this name thing. Ich weiß ja nicht. Is this what you get when you call the police now? We've been waiting for a week here. Sir, I understand your concern, Man, but man, we are man. here to do the job. And for us to do it, I need you to stay calm. Yes, of course. Ja, mach da einen Schritt zurück. I know it took us a while to arrive at the scene, but it also took you a while to call us. It was you who placed the call, correct? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Okay. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Er sieht hinter einem Stapel Untersetzer nach, findet einen Zettel und überreicht ihm dem Leutnant. Drum. Wer hat der Polizei das Verbrechen gemeldet? This sounds like something you can use to call this Sylvie later. Ja, danke. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. Martinez. Jamrock. Okay.
But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. wendet sich an mich. He probably means this is where you step in and ask your questions. Also dann, Fragen. Ich schaff das schon. His face expresses profound doubt in your having this. Ask him about the body's location before asking if he killed him. People give up information in the more innocuous question, which you can later use in the more sinister ones, not vice versa. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Er zeigt auf die Küche hinter sich. Und wie kommen wir dann dahin? Dorthin? That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Aha. Franco-nigrinische Kavallerie. Okay. This man means the heavy cavalry of the innocents Franco-Negro, sweeping over the plains and nations of the enemies of mankind. 5th century style. Unified currency and the concept of cool came in their wake. They wore lamella and carried guns. But first and foremost, Franco-Nigerian heavy cavalry was really, really wide. That hole in the fence must be enormous. Wer hat ihn umgebracht? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Ja, schon. This is it. He said they hoisted him up on a tree. Who is this they, if he doesn't know? Vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten ihn auf einen Baum gehievt. Auf wen haben Sie sich dabei bezogen? Oh, people are saying it was the union dock workers. That it was a lynching. Ui. Ja, er war überrascht über meine Auffassungsgabe. Ja, Freund. The locals, customers, the people who eat here, a lot of dock workers eat here. Sylvie told me everyone knows the dock workers did it. Did the debardeurs themselves tell her this, or is it a rumor? Debardeurs. I don't really know. You'll have to ask her. Warum sollten die Hafenarbeiter diesen Mann lynchen? 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 I would suppose it's because they have nothing better to do. Ja, wow. Also, wow. You mean the strike? Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbour company, I hear. A mercenary. The unionistas probably thought they'd send a message. Ja, umgebracht wird er den nicht haben, dann wird er doch nicht stehen. Das wäre eine dumme Frage. Ich habe noch eine Frage. The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Warum ist Sylvie gegangen? Haven't you asked me that already? What is it with you and this woman? She has nothing to do with this. Nein, ich habe sie nach dem Wo gefragt. Jetzt frage ich, warum sie gegangen ist. Mein Freund. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. Naja, aber sie scheint die Nummer ja gegeben zu haben. Thank you. Sagt der Leutnant. Er öffnet den Einband seines kleinen Notizbuchs und verstaut die Nummer sicher in den kleinen Fach, in einem kleinen Fach. Ist nicht so gut gelaufen, was? I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea.
Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Sowas geht mir gehörig auf den Wecker. Ich bin Feminist. Ja, okay. Upsi, Entschuldigung, das kam jetzt so. Hui. Ich gehe wohl gerne gründlich vor. Alles hat mit allem zu tun. Keine Ahnung, es war Intuition. Mann, was ist denn los heute? Sie haben recht, ich hätte das wahrscheinlich nicht fragen sollen. Ich gehe wohl gerne gründlich vor. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. Nö, das wäre dann alles. Let's go. Auftrag abgeschlossen. Not so fast. You owe me 130 real. Was ist real? Oh, excuse me. You owe me 130 real. Er lässt das R mit pseudo-aristokratischen Akzent von der Zunge rollen. The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. Ach so, verstanden. Sie meinen, dass ich Ihnen Geld schulde. Wow, you're a genius. Yes, that's right. Money. You owe this establishment 130 real. Er deutet auf das rote Kassenbuch auf der Theke. Wofür genau schulde ich diesem Laden Geld? Let's see. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. Okay, wären wir bei 100. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Rebishol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. Aber was genau ist dieses Geld? What are you, a philosopher? Das ist so abwegig. Seit ich aufgewacht bin, fällt es mir schwer, mich an die grundlegendsten Konzepte der Realität zu erinnern. Nein, ich befinde mich nur in einer Orientierungsphase. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room, or 8 bottles of potent blend, and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Du fährst fort und zeigst ihm die Münzen, die du gefunden hast. Ist das Geld? Yes, it is. Du zählst sie und gibst sie ihm. Das ist plus 10 plus 10 plus 20, was 40 ergibt. Jetzt fehlen mir nur noch 90. Korrekt? No, you see, that's 40 cents. Cents are a form of currency 100 times smaller than the real. I'm not even going to take this. Come back when you have 130 real. 100 mal kleiner? Yes, Aber das ist ja furchtbar. it is. Er steht stumm da und blickt auf das Wechselgeld auf der Theke. Isn't it evil? The order of magnitude between what is asked of a person and what they have. Die Finsternis ist unerbittlich. Ich nehme die Münzen an mich. It does, doesn't it? There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kisaragi looks for something in the pockets of his orange bomber. Wie geht es jetzt weiter? I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Er zuckt mit den Schultern. Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Kann ich in der Gegend nicht irgendwo anders übernachten? Ich habe kein Zuhause. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wo mein Zuhause ist. Scheiß auf den Laden, ich probiere mein Glück auf der Straße. Mal sehen, was sich da machen lässt. Officer, you really need to take this up with your station. I have a shortwave radio in my car. Call them, ask for assistance. We have to get this investigation started now. Okay. Good luck.
Der Mann will etwas sagen, überlegt es sich da aber noch einmal. By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Ich weiß es nicht. In der Nähe? Vielleicht im Süden? You don't really know, do you? Richtig. Bin ich also obdachlos? South maybe. Doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Könnte ich irgendwie den Weg zurück herausfinden? Bis zur genauen Straße, zur genauen Hausnummer, an einem Gebäude? Ich lebe einfach in einem Müllcontainer, mir egal, scheiß auf alles. Vagabulle. Nein. You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. Okay. Was hier passiert? Langer, einsamer Heimweg. Spulen wir mal etwas zurück. Verfolgen wir deinen betrunkenen Weg nach Hause. Du springst über die hochgezogene Kanalbrücke südwestlich von hier. Du fällst hin. Du stehst auf. Nach 20 Minuten runter vom Asphalt. Du schlurfst durch Innenhöfe und erschreckst kleine Kinder. Geh unter der 81 hindurch, der großen Hochtrasse, bis du in Jamrock Nord nach Le Domaine imminent kommst. Zu dieser Jahreszeit sind die Straßen mit einer Schicht Eis überzogen. Geh die Hauptstraße entlang, Richtung Perdition. Dort kommst du zu einer Seitengasse und zu deinem Fußabdrücken im Schlamm. Okay. Verinnerlichen. Okay, jetzt denke ich darüber nach, oder wie? Joa. Und hier haben wir, wer hat die Polizei das Verbrechen gemeldet? Und bezahle die Schäden. Ja, nee. The theme on that pinball machine is a standard royalist theme, used on everything from pinball cabinets to full flavor cigarettes. Was kennzeichnet diesen Stil? Clinging to a picture book version of the past century, waiting for the king to come back and cast out all the profiteers and homosexuals. Basically, imagine a yellow plastic crown with a liquor brand emblazoned on it. Moment, wo komme ich zu einer Krone? Die Vorstellung eines Königs und eines vergangenen Jahrhunderts ist ziemlich faszinierend. Ich wüsste lieber mehr über die Welt von heute. Ja. The contemporary period stands still. The fated carousel of progress that doomed the royalists is itself winding down. Our time is decelerating into what? No one knows. Okay. Was ist hier? Mein Charakterbogen. Okay, alles klar. Gut. Dann machen wir hier an dieser Stelle nächste Folge weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.